Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind Basti und Sonja und wir sind mittlerweile im Norden von Deutschland und haben die letzten Tage Fragen von euch eingesammelt und dachten, wir machen ein kleines Ende des Jahres Abschluss Q&A, wie es so war, was so ansteht und fahren jetzt erstmal los. Aber vorher die Frage, wenn du unser Jahr in 3 Worten zusammenfassen würdest, was wären das für 3 Worte? Spontan aus dem Bauch. Das ist schwer. Ankommen, Veränderung und Familie und Freunde. Es sind zwar nicht ein Wort, aber es gehört irgendwie zusammen. Ja. Ich glaube, ich würde auch, also ankommen hatte ich auch tatsächlich im Kopf. Dann so Trubel Ja, und Aufbruch. finde ich gut. Ich finde, wir haben uns dafür genau das richtige Wetter ausgesucht für so ein Ende des Jahres Wrap-Up. Oh, hier sind ganz schön Schlaglöcher. Ja. So richtig mystisch und ja, irgendwie, erst dachte ich so, oh, voll das Mistwetter dafür, aber ich finde, es ist richtig das perfekte Wetter für so ein Q&A. Und deswegen gibt es die nächste Frage. Und zwar, was war für euch die größte Umstellung, seit ihr wieder zu Hause seid? Das sind aber auch keine einfachen Fragen. Nee. Fang du an. Ich glaube, die größte Umstellung ist tatsächlich, dass wir auch irgendwie eine Base haben wieder. Neben all dem Gereise und unterwegs sein und ja, irgendwie wieder so Teil von Familie und Freunde sind und nicht mehr nur so alleine in unserem Ding drin sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich glaube, das ist es auch. Also, dass wir diesen Alltag in so einer Wohnung zum Beispiel haben. Aber, und ich glaube auch so diese Verfügbarkeit von allem immer. Also Ja. da denke ich jetzt gerade so ans Einkaufen oder so. Das ist schon, ja, ist jetzt auch keine große Umstellung gewesen, aber es war schon verrückt, das wieder zu sehen. Also ja, irgendwie so wieder Teil durch schon ein bisschen diesen festen Wohnsitz zu haben, irgendwie Teil wieder von Familie und genau, Da will jemand raus. Peppi will auch was dazu sagen. Wieder Teil von Aktivitäten und so von so einer Familie zu sein und von Freunden zu sein und parallel irgendwie diese Verfügbarkeit von allem, was man halt einfach so braucht. Und dass man sich keine Gedanken mehr darum machen muss. Ja, dass es kein So. Limit gibt irgendwie. Ja, holen wir mal Peppi raus. Hi Pieps. Na? Was ist deine größte Umstellung? Ja? Hin. Da es noch sehr früh ist, müssen wir erstmal eine kleine Runde auch mit Peps laufen. Die hatte heute noch nicht so viel Auslauf. Aber wir beantworten natürlich auch dabei ein paar Fragen. Und die nächste Frage lautet, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sich euer Freiheitsgefühl verändert? Ja, Seit Gefühl ihr von zurück Freiheit. seid? Das Gefühl von Freiheit verändert, seit ihr zurück seid? Das sind gar nicht so einfache Fragen. Ich würde sagen, nein. Also das Gefühl von Freiheit, das, was wir vorher auf der Reise hatten, das hat sich eigentlich in meinen Augen nicht verändert, denn das ist für mich immer noch
Freiheit und ich würde sagen, das Freiheitsgefühl, was wir am meisten lieben, ist quasi die Möglichkeit, wählen zu können, das zu tun, auf was wir Lust haben. Oder? Ja, sehr gute Und Antwort. das hatten wir sowohl auf Reisen als auch gerade zu Hause. Ja. Wobei wir schon halt mit den Überlegungen und den Ideen für neue Projekte und so schon uns auch irgendwie anpassen müssen und gucken müssen, was ist möglich, was nicht. Aber trotzdem würde ich ja sagen, das Gefühl von Freiheit, was für uns Freiheit bedeutet, hat sich nicht verändert. nee. Denn es ist das, was wir machen oder dass wir das selber entscheiden können und selber wählen können, das zu tun, was wir tun. Ja. So. Und das am besten unterwegs in einem schönen Auto. Ja. Es geht Schlag auf Schlag. Kommt ein bisschen die Sonne raus? Nee, ne? Es ist nicht ganz so dunkel mehr vielleicht. Auf jeden Fall, nächste Frage wäre, was vermisst ihr am Unterwegssein am meisten und was überraschenderweise gar nicht? Ja, dann hauen wir rein. Tja, ich fange mal an mit, was ich gar nicht vermisse. Und das ist das To-Do Hygiene. Also das Duschen und Toilette und ja, dass das alles immer so ein To-Do war, was man machen musste, wofür man auch Zeit einplanen musste und jetzt so eine Nebensächlichkeit geworden ist. Also ich meine, wir waren ja jetzt schon auch viel unterwegs, auch in Deutschland noch im Van. Wir waren ja jetzt nicht ein komplettes Jahr stationär, aber die Zeit, wo wir das hatten, ich warte auf die Bestätigung von Basti. Ach so. Das Ja, ist voll. was auf jeden Fall, was ich nicht vermisse. Und auch die Suche nach Plätzen zum Übernachten. Und was ich vermisse, ist tatsächlich trotzdem das Aufwachen an immer neuen Plätzen. An dem Meer draußen sein, an dem, was vielleicht auch so ein bisschen dazu hinführt zu unserem neuen Projekt. Weiß ich nicht. Ich versuche es mal kurz zu ergänzen. Was ich nicht vermisse, sind Waschbrettpisten. Also die brauche ich wirklich. Sehr speziell. Es ist sehr speziell. Ich habe erst überlegt, ob ich so staubige Pisten allgemein sage, aber vielleicht ändert sich das mit dem Jimny so ein bisschen. Das könnte damit ziemlich cool werden. Aber Waschbrett auf gar keinen Fall. Was ich vermisse, ist, glaube ich, so das Unbekannte. Nicht zu wissen, was als nächstes kommt und überrascht zu werden. Und ja, irgendwie, ob das Kulinarik oder Kultur oder sonst was ist, einfach irgendwie was Neues zu erleben, wo ich noch nicht weiß, was kommt da jetzt eigentlich. Also Abenteuer. Ergänzt sich sehr gut, unsere Punkte. Finde ich auch. So, direkt nächste Frage. Und zwar, hat euch dieses Jahr die Sehnsucht nach dem Reisen eher bestärkt oder beruhigt? Also, ich würde sagen, das Jahr 25 hat es eher bestärkt. Weil wir jetzt fast in dem ganzen Jahr nicht reisen waren, immer nur so ein bisschen kleinere Trips. Hauptsächlich in Deutschland, was natürlich auch mega Spaß gemacht hat, aber die Reiselust ist schon wieder ganz schön gewachsen auf jeden Fall. Also würde ich sagen, hat 25 das jetzt ein bisschen bestärkt. Oder? Also der Anfang war vielleicht ein bisschen anders, so das Ja. Ankommen und da war die Reiselust, als wir wieder gekommen sind, natürlich erstmal ein bisschen getilgt, aber es hat sich dann im Jahr immer wieder so ein bisschen aufgebaut. Ja, finde ich auch. Also wir waren ja schon ziemlich reisemüde. Das Ja. haben wir, glaube ich, öfters mal erwähnt, so am Ende unserer langjährigen Reise. Und jetzt dieses Jahr fühle ich mich auch wieder, also es war sehr viel Trubel, sehr viele neue Projekte, sehr viele neue Themen und trotzdem, hey, wo geht ihr hin? Hunde kommen. Trotzdem, ist so die Abenteuerflamme in uns wieder entfacht, würde ich sagen. Ja, deshalb natürlich auch das neue Projekt. Gibt es Dinge aus dem Vanlife oder so mit dem Camper unterwegs zu sein, die heute oder aktuell gerade nicht zu uns passen?
Nein, würde ich Nee, sagen. oder? Also Ich kann mir absolut noch vorstellen, mit dem Camper unterwegs zu sein oder jetzt eben mit Abenteuermobil und Dachzelt. aber man muss ja auch sagen, dass wir das Jimny-Projekt ja nicht machen, weil wir Vanlife müde sind Ja. und uns das nicht mehr gefällt, sondern weil wir einfach total Lust haben, uns nochmal neu herauszufordern und was Neues und anderes zu machen. Ja. Aber ihr werdet uns ganz sicher danach, währenddessen oder wie auch immer das dann alles aussieht, auch noch im Van sehen. Also der Van ist für uns eigentlich Zu immer noch Hause. die perfekte Lebensform und Reiseform und Zu Hause. alles, was dazugehört. Ja, zu Hause, auf jeden Fall. Also es hat sich irgendwie so das Gefühl bestätigt, dass wir nicht Vanlife oder Campermüde sind, sondern eher eben diese Reisemüdigkeit eingetroffen ist, dass wir müde waren vom Unterwegssein. Ja, vielleicht auch speziell dieses in Südamerika mit sehr viel Anstrengung verbundene Reisen. Keine Ahnung, ob es in Nordamerika noch genauso gewesen wäre, aber es war schon für uns wirklich richtig, mal eine Pause einzulegen, um wieder diese neue Freude zu entfachen und zu merken, dass eben genau Vanlife das Richtige für uns ist. So, auch wenn man mal zwischendurch müde ist. Sehr schön gesagt. Danke. Ich vermute mal, durch unsere Deutschlandreise inspiriert, gab es auch eine Frage, welcher Ort uns in Deutschland am besten gefallen hat. Ich nehme mal wirklich an, einfach basierend auf den Trips, die wir durch Deutschland gemacht haben. Und Also ich würde sagen, also erstmal lassen wir Föhr weg, weil natürlich ist es Föhr. ja, Aber ich würde so das ein bisschen so umformulieren, dass ich sagen würde, Deutschland hat uns so ein bisschen überrascht. Also das heißt Im überrascht, Allgemeinen. wir sind noch nicht viel in Deutschland gereist, haben das jetzt so ein bisschen das erste Mal gemacht. Das waren relativ kurze Trips, aber wir waren komplett begeistert. Es war so richtig schön. Und vielleicht, was uns so ein bisschen überrascht hat, war, dass es auch so viele schöne Plätze gibt, an denen man stehen kann. ja, das stimmt. Sowohl irgendwie also frei oder eben von Gemeinden zur Verfügung gestellte Plätze, Ja. wo man kostenlos stehen kann. Generell die Versorgung, so was Wasser angeht. Und ja, das hat uns schon echt Das funktioniert echt gut. positiv überrascht, wie die Infrastruktur sich entwickelt hat, Ja. seit wir jetzt irgendwie weg waren. Aber weißt du dann, wie es vorher war? Ja, nee, nicht so richtig. Weil ich eigentlich auch nicht, weil wir das ja nie gemacht haben vorher in Deutschland. Kann schon sein, dass es vorher auch schon so gut war und bestimmt mit weniger Fahrzeugen, die jetzt mittlerweile ja unterwegs sind. Aber wir fanden es Ja. sehr positiv überrascht auf jeden Fall. Aber ich muss einfach sagen, also es ist so wie vorher und jetzt auch immer noch, der Norden, also Schleswig-Holstein, das ist einfach, also für mich, meine Meinung, Ja. gefällt mir einfach immer wieder am besten. Ich bin da einfach gerne unterwegs. Ich mag Land und Leute, Meer, auch das Inland. Da kann ich nichts hinzufügen, das Was sehe ich soll alles ich ganz sagen? genauso. Als Nordi Abgesehen mal von Föhr. höre ich dem sehr gerne zu, wie du über Schleswig-Holstein, meiner Heimat, schwärmst. Ein kleiner Funfact. Keine Ahnung, ob es ein Funfact ist, aber wir parken hier gerade am Modellflugplatz bei mir in der Heimat. Und hier war ich immer als kleiner Junge mit meinem Papa. Und dann haben wir zugeguckt, wie die Modellflugzeuge hier gestartet sind. Und Leute mit ihren Fernsteuerungen die Dinger rumgeflogen haben. Vielleicht kommt daher ja auch meine Leidenschaft für die Drohne. Wer weiß. Jetzt ist hier allerdings nichts los. Schlechte Sicht. Ja. So, die meisten Fragen kommen natürlich zu dem Schmuckstück da hinten. Also nicht zu dem, sondern zu dem. Und zwar, wie viele Kilometer hat er mittlerweile und war es riskant oder ein Risiko, so viel Geld in so eine alte Karre zu stecken? Zitat. Okay. Gelaufen hat der 136.000. Also quasi genauso viel wie Groot, als wir den damals gekauft haben. Groot hat mittlerweile über 300.000. Crazy. Ja, das ist Wahnsinn.
ob das riskant war, so viel Geld da reinzustecken. Also wir haben natürlich darauf geachtet, dass der super gut in Schuss ist. Der ist ja teilrestauriert. Rost wurde schon entfernt, wurde versiegelt und all solche Dinge. Wir haben uns sehr viel Infos danach allerdings reingeholt oder haben uns Leute mitgeteilt, dass der einfach für das Alter, der ist von 2006, super, super gut in Schuss ist und man auch locker 5.000, 6.000 Euro mehr hätte bezahlen können für den Zustand. Also ich glaube, riskant hält sich irgendwie in Grenzen. Klar, es ist ein altes Auto, aber der Jimny ist ja bekanntermaßen auch relativ wertstabil, wenn er im guten Zustand ist. Wir haben zwar jetzt noch nicht vor, den zu verkaufen, aber wenn wir das irgendwann mal machen sollten, glaube ich, ja, wird es schon irgendwie passen. Wir haben ja auch sehr, sehr viel dran gemacht und deswegen den Wert auch noch ein bisschen gesteigert von dem ganzen Fahrzeug. Also ich glaube, ja, es hält sich in Grenzen. Natürlich kann mit dem Auto immer mal was passieren, aber ja, ich glaube, riskant war das jetzt nicht unbedingt. Nee. Der ist top. Die nächste Frage kann ich, glaube ich, ganz entspannt noch dazu beantworten. Und zwar, ob wir die Entscheidung immer wieder treffen würden, noch ein Jimny zu kaufen, ein kleineres Auto zu kaufen. Und ich glaube, man hat es an Bastis Antwort rausgehört. Ich meine, wir haben lange geguckt, hatten irgendwie Glück, jetzt so ein Jimny in dem Zustand zu finden. Und wir würden es wieder tun, oder? Natürlich. Ich liebe dieses Auto. Peppi liebt einfach ihre kleinen Höhlen. Das stimmt. Sie ist ein Höhlenhund eigentlich. Fängt an zu regnen. Basti hat da was mitgebracht. Das ist viel zu klein. Ja, die ist irgendwie zu klein. Aber irgendwas müssen wir ja Weihnachtliches machen. Ja, liebe Leute, das ist kurz vor Weihnachten. Wir gehen quasi in die Weihnachtspause. Das muss man doch auch sehen. Und an der Stelle einen schönen 4. Advent. So, während unser Jimny weihnachtlich dekoriert wird, soll ja auch irgendwie schön aussehen. Die nächste Frage, und zwar, warum so ein kleines Fahrzeug und warum kein neuer Van? Und was passiert mit Groot? Ich glaube, dazu kann man... Wie beantwortet man die Frage richtig? Also wir wollten unseren Van nie wirklich loswerden. Der sollte eigentlich schon immer bei uns bleiben. Und dann haben wir einfach nach einem kleinen neuen Abenteuerfahrzeug gesucht, oder nicht? Ja, also wir haben uns ja schon während der Reise mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht zu laut die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss noch mal eine andere Mütze aufziehen. Wir wollten ein kleines Abenteuermobil mit Dachzelt, ein bisschen anders reisen und deswegen auch so ein kleines Auto. Neue Herausforderungen, das haben wir ja schon gesagt. Und ein neuer Van wäre vielleicht mal ein Thema für ein paar Jahre in der Zukunft, weil unser noch funktioniert, der ist noch super. Wir lieben unseren Groot und Der hat seine es ging jetzt nicht darum, ein neues Auto zu kaufen, weil der Van nicht mehr gut ist, sondern weil wir einfach eine ganz andere Art von Fahrzeug haben wollten. Ausprobieren wollten. Genau, und ein Jimny fanden wir beide schon immer spannend. Und irgendwie haben Ich glaube, wir wir haben es schon mal gesagt. Ich glaube, seit Chile ist uns das Auto immer mehr und mehr aufgefallen. Ja. Und wir hatten richtig Bock. Ja. Also einfach, weil wir Lust dazu hatten. Das ist eigentlich Ja. die Kurzversion der Antwort. Ja. Gar keine dramatische Lebensentscheidung, Nee, sondern einfach nur, Lust weil wir drauf. Lust hatten. Daran knüpft irgendwie die nächste Frage direkt an. Und zwar, soll der Jimny den Van jetzt komplett ersetzen oder wurde da irgendwas in den letzten Videos missverstanden? Ich weiß gar nicht, ob wir das je so angekündigt haben, dass der Jimny unseren Van so komplett ersetzen soll. Haben wir das mal gesagt? Und zwar vielleicht nur eine Vermutung. Es war vielleicht nur eine Vermutung. Vielleicht haben wir es auch irgendwo mal missverständlich ausgedrückt. Aber ja, wie gerade eben schon gesagt, war es nie Ziel, dass der Jimny unseren Van komplett ersetzt. Wir wollen mit dem Jimny auf jeden Fall coole Abenteuer erleben. Aber unser Van bleibt trotzdem noch in der Familie und es wird neben 4x4 Offroad
Abenteuern definitiv auch noch weiterhin Vanlife und Camperlife hier mit uns in Zukunft geben. Ja. Take a seat, please. Jetzt sitzen wir mittlerweile beide auf kleinen Stühlen. Ja, es gibt keine großen Stühle mehr. So sitzen wir dann auf unseren kleinen Stühlen. Saßen wir ja schon. Ja, ich finde die auch recht gemütlich, muss ich sagen. Also die sind jetzt nicht schlecht. Finde ich auch. Ja. Nächste Frage, hau raus. Nächste Frage. Wie ist das Gefühl oben im Dachzelt? Wackelt es wirklich oder ist es schnell Gewöhnungssache? Ja, das ist witzig. Also, weil als man ins Dachzelt das erste Mal geklettert ist, fällt das halt sofort auf. Weil wenn man sich da von links nach rechts bewegt und alles aufbaut und so, das schaukelt schon extrem. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch speziell an unseren Federungen und alles noch auch liegt, dass das so doller schaukelt, aber das war schon sehr doll und da habe ich schon gedacht, oha, das wird krass. Das wird spannend. Ich habe es in der Nacht aber 0,0 gemerkt. Ja. Also da muss ich sagen, da habe ich nichts davon gemerkt, dass es schaukelt. Ja. Also das zielt vielleicht so ein bisschen auf unseren ersten Test Vielleicht, an, ja. unser erstes Testvideo, wo wir eine Nacht jetzt Wintercamping gemacht haben im Dachzelt. Wilder Versuch, das erste Mal im Dachzelt zu campen und das dann direkt im Winter. Ja, stimmt. Wir merken gerade schon wieder, wie kalt Es ist unsere Hände wahnsinnig sind. kalt, deswegen müssen noch die Hände. Aber ja, wie du schon sagtest, ich fand es auch am Anfang, dachte ich auch so krass, wie das wackelt. Das wird spannend. Aber ja, in der Nacht habe ich es auch echt kaum gemerkt. Also ich glaube, es ist einfach wirklich Gewöhnungssache und es ist jetzt schon sehr speziell auf unser Modell mit dem Jimny, mit der Federung. Ja, ich glaube schon, dass es bei allen auch gut wackelt. Ja. So. Also Aber bei einem flacheren Auto mit einer härteren Federung glaube ich auch, dass es nicht ganz so doll das stimmt. wackelt. Und wir hatten jetzt auch noch gar keinen Wind. Ich glaube, dann wird es auch noch mal schlimmer. Uns ist schon Schlimmer. auch ja, ich meine, das ist es ja. Also es ist uns auch schon bewusst, dass das alles sehr strapazig. Es geht ein bisschen mehr zurück ins ursprüngliche Camping. Camping ist jetzt die eigentliche Sache am Reisen, was davor jetzt halt mit dem Van und Camper halt nicht so war. Also Ja. es ist was anderes. Ja, na klar. Und absolut nicht zu vergleichen, finde ich. Ja. Also man kann es schon sehr viel vergleichen. Wir werden es wahrscheinlich auch noch häufig vergleichen. Ja, wir aber werden uns da absolut reingrooven müssen. Ich hatte so einen Moment auf der Autobahn, wo ich gedacht habe, ja, wenn wir müde geworden sind, sind wir einfach mal rechts auf den Parkplatz gefahren, Motor aus, halbe Stunde hinten ins Bett gelegt. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, auch Toilette. Ja, das So. ist einiges. Ja. Aber das werden wir auch hinbekommen, uns eingrooven und irgendwie werden dann auch die Schritte und die Handgriffe alle sitzen. Das glaube ich auch. Nächste Frage, weil das da auch mit dazu passt. Und zwar anscheinend dadurch, dass wir nicht mit einer Aufnahme bewiesen haben, dass Peppy die Leiter hoch und runter ist, haben sehr viele Menschen daran gezweifelt und Ob sie es gefragt, wirklich kann? ob sie es wirklich kann, ob sie es wirklich gemacht hat und ob es irgendwann mal noch auf Kamera zu sehen sein Ach so. wird. Ja, sie hat es nicht gemacht, wir haben sie oben reingeworfen. Im Trampolin aufgebaut. Nein, sie hat es sehr gut gemacht. Das ist, also als wir dann oben eingeräumt haben, stand sie vor der Leiter und wollte es sofort versuchen, weil Svenny schon oben drin war. Deswegen hatten wir da jetzt auch keine Kamera und es war auch extrem dunkel. Deswegen haben wir es jetzt einfach erstmal versucht. Und sie hat 2 Anläufe gebraucht. Wir hatten aber auch die Leiter noch viel zu steil aufgestellt. Haben gemerkt, wir haben noch 2 Sprossen, die wir rausziehen können. Dann ist die Leiter viel flacher und dann kommt sie da sehr entspannt. Na, vielleicht nicht entspannt, aber easy peasy kommt sie da hoch. Und Runter ging. runter, sie so schnell einfach konnten wir gar gemacht. nicht gucken. Also wir haben das Zelt aufgemacht, ich bin runter, sie ist mir direkt hinterher. Ja. Da hatten wir noch gar keine Kamera in der Hand. Die war irgendwo unten im Auto noch, da war Peppy schon unten. Wir wollten sie jetzt auch nicht für die Kamera nochmal extra hoch und runter laufen lassen, weil ja, das wird Es ja wird noch noch kommen in hunderte Zukunft. Male wird das zu sehen sein, wenn wir dann erstmal damit unterwegs sind. Also ja, Beweise wird es geben, dass sie da wirklich gut hoch und runter kommt. Macht sie gut. Okay, bleiben wir beim Dachzeltreisen einfach. Und zwar, habt ihr mit dem Dachzeltwagen etwas Größeres vor oder ist er bewusst für kurze und feine Trips gedacht? Ja, das müssen wir noch rausfinden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gedacht haben, wir kaufen den für Wochenendtrips, sondern dass wir da schon auch mal längere
Abenteuer mitmachen wollen. Also wir wissen natürlich noch nicht, wie lang und wohin. Wenn es jetzt ins Wärmere geht, vielleicht kommt ja auch noch so eine Frage dazu. Ich habe die Fragen tatsächlich noch gar nicht gelesen. Dass schon der Plan ist, auch länger damit unterwegs zu sein. Ja, also dazu kommt ja, dass wir mit dem Auto gar nicht mal so schnell von A nach B fahren können. Also es ist 20 Jahre alt, es wird die Maximalgeschwindigkeit, vor allem wenn dann auch das Dachzelt oben drauf ist, wird so bei 80 km/h Weil das sein. ja auch unsere Reisegeschwindigkeit mit unserem Van ist. Also eigentlich müssen wir uns, was das angeht, Distanzen gar nicht umgewöhnen. Wobei Distanzen vielleicht schon, weil ich glaube, im Van ist es einfacher, halt mal länger unterwegs zu sein. Ne? Ja, und dann einfach irgendwo an einer Raststätte sich mal hinzustellen und da zu pennen. Genau. Und jetzt ist es halt eher wirklich, wir müssen uns vorher aussuchen, wo wir hinwollen, welche Spots wir anfahren wollen, wo wir übernachten können. Beziehungsweise so stellen wir es uns noch vor. Ich meine, wir sind auch komplett neu im Reisen mit Dachzelt. Vielleicht geht es auch alles lockerer und entspannter. Und vielleicht groovt man sich da dann auch noch ein bisschen besser ein. Aber aktuell und jetzt nach dem ersten Test, alles ist noch langsamer als im Van. Ja. Und wir werden anders unterwegs sein. Und schon allein deshalb und weil wir damit gerne ins Warme fahren wollen, werden wir auf jeden Fall länger unterwegs sein. Wo es genau hingehen wird, das gibt es dann. Kommt also keine Frage mehr dazu? Im neuen Jahr, nein, es gibt keine Frage mehr dazu. Aber wer es auf jeden Fall als erstes weiß, nach unseren Familien, sind unsere liebe Patrons, die Patreon-Community. Und wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizugucken. Patreon ist eine Plattform, wo wir ja quasi wie ein Newsletter, wie ein eigener interner Blog im Austausch sind mit unseren Patrons. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig austauschen zu allen möglichen Reisen, die die Patrons selbst unternehmen, Reisen, die wir unternehmen. Ja. Und wir machen auch regelmäßige Calls. Ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, schon gesagt. Community Calls. Genau, und vor allen Dingen auch Treffen. Jetzt, wo wir zurück waren, auch mal wieder vor Ort, haben wir es auch geschafft, dass wir uns mal wieder in Persona alle getroffen haben. Und da kann man sich halt super austauschen zu Erfahrungen im Dachzelt oder im normalen Van, Wohnwagen. Und da erfährt man dann alles aus erster Hand. Und es ist eine richtig schöne, liebe Community. Hat richtig Spaß gemacht. Wir freuen uns auch schon auf die nächsten Jahre, weiter mit allen in Kontakt zu bleiben. Und danke an alle, ihr Lieben, ihr wisst, wer gemeint ist, die gerade zugucken, dass ihr uns schon so lange unterstützt. Wir packen alle Informationen unten in die Infobox nochmal. Man kann wirklich auch sagen, auch wenn da schon viele länger dabei sind, alle neuen Patrons sind immer herzlich willkommen und alle werden immer herzlichst empfangen. Ja. Also wer da irgendwie mit dazu stoßen möchte, guckt es euch einfach mal an. Das ist eine ganz liebe Truppe, die wir da haben. Okay, dann geht es weiter und zwar mit der Frage, was gibt euch das Dachzelt, was ihr so nicht gesucht habt? Was gibt es, was wir nicht gesucht haben? Ja. Was haben wir nicht gesucht und was? Ich glaube, das ist eine Frage, die können wir dann beantworten, wenn wir mal länger damit unterwegs waren. Ja, ich glaube auch. Also das Erste, würde ich sagen, was wir festgestellt haben, war, dass es extrem gemütlich ist. Also so im Sinne von diese kleine Höhle und so. Nicht im Sinne von Matratze. Das ist nicht so gemütlich. Aber ja, das werden wir nochmal dann in Zukunft berichten, weil bisher waren wir erst eine Nacht da drin. Also ja, das finden wir noch raus. Ja, und dann geht es doch weiter mit Fragen in Blick Richtung 2026. Habe ich mir gedacht. Und zwar, also ein bisschen sind wir ja da schon drauf eingegangen, aber es gab noch eine Frage, ob unsere Reisen, unser Blick eher Richtung Asien oder vielleicht auch Richtung Afrika gehen oder ist da gerade alles bewusst offen und also ob wir da eine Tendenz haben? Ich bin gespannt, was du sagst. Also wir haben tatsächlich noch gar nicht so viel darüber gesprochen, weil wir erstmal nur im Ausbau stecken und dann hatten wir so im Kopf, okay, dann kommt Weihnachten, dann haben wir einen Termin im Februar und dann geht's los. So viel können wir schon mal verraten, dass es so Mitte, Ende Februar losgehen wird ungefähr. Wir haben ein erstes Ziel. Verraten wir das schon? Nein. Das verraten wir noch nicht. Es wird wärmer. Wo dann die Langzeitreisen hingehen, da haben wir so ein paar Ideen, aber das ist jetzt gar nicht, dass wir das noch nicht erzählen wollen, sondern wir wissen es einfach noch nicht. Ich glaube, wir beide haben so ein bisschen Tendenzen, wo wir uns drauf freuen würden, was wir machen würden.
Das ist auf jeden Fall Skandinavien ganz oben mit auf der Liste. Wir sind einfach Nordis, was soll man Wir sagen? sind schon Nordis, aber ich glaube auch, dadurch, dass wir jetzt eine erste kalte Nacht im Dachzelt hatten, dass wir jetzt auch uns mal mit den wärmeren Gebieten auseinandersetzen. Ja, aber nicht heiß. Nicht heiß, aber schon wärmer. Und dann mal gucken, was uns da so anspricht, würde ich sagen. Also es ist aber schon noch offen. Ja. Basierend darauf, was müsste passieren, damit wir wieder länger am Stück unterwegs sind? Also Was passieren müsste, naja, also es ist der wärmer. Chimney muss fertig werden. Ja, der Chimney muss fertig werden, vielleicht ein bisschen bessere Temperaturen. Und zeitlich muss es jetzt passen im Sinne von, wir haben jetzt so ein paar Termine im nächsten Jahr schon, aber also das jetzt vor allen Dingen dieses im Februar, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, da sind wir auf der ABF in Hannover als Aussteller bei den Vanlifern dabei. Ja. Und danach können wir dann aufbrechen, weil der nächste Termin dann auch wirklich erst im späten Sommer dann ist. Das heißt, ja, wir müssen zeitlich das irgendwie einrichten können. Es haben sich natürlich jetzt auch in dem Jahr, wo wir jetzt hier waren, ein paar andere Dinge ergeben, dass wir auf Messen und Veranstaltungen ein bisschen auch unterwegs sind im nächsten Jahr. Das heißt, wir werden auch immer mal wieder nach Deutschland zurückkommen. Aber ja, was passieren muss, ist eigentlich Chimney fertig werden. Ja. Der Termin muss erledigt sein und dann können wir eigentlich los. Also ich glaube, das Jahr 2025 war für uns bewusst so ein Jahr, wo wir uns ausprobieren, wo viel passiert. Danke an euch alle, die dabei geblieben sind. Ja. Wir wissen, es war ein wilder Mix aus Videos, die so unser Leben begleitet haben. Aber ja, großen Respekt an alle, die von einer großen Reise zurückkommen und genau schon wissen, was sie wollen. Viele haben das auch erwartet, dass man ja Zeit hat, sich zu überlegen während so einer großen Reise, was man eigentlich will. Bei uns war das eher das Gegenteil. Wir waren so in der Reise drin, im Hier und Jetzt, dass wir uns eher gesagt haben, wir nehmen uns die Zeit, wenn wir zu Hause sind. Wobei man da aber auch sagen kann, eigentlich alle, die wir kennen, sind eher so wie wir. Also ich kenne jetzt die wenigsten, die jetzt nicht eher irgendwie, es gibt ja die Version 3 Monate das WOMO da lassen und dann wieder, also da 3 Monate reisen, dann wieder zurück und wieder hin. Aber alle, die jetzt Langzeit mehrere Jahre auf der Panamericana unterwegs waren, die wir kennengelernt haben und nach Hause kommen, waren die wenigsten, die dann irgendwie wussten, was sie machen wollen oder dass sie sich auf der Reise überlegt haben, was danach passieren soll. Also ich glaube schon, dass die meisten die Reise lassen und dann kommen sie zurück und dann überlegt man sich, was kommt denn jetzt. Ja. Klar wissen das manche schon so, die sie vielleicht auch schon vorher wussten, wir machen 2 Jahre, dann kommt das was man im Kopf hatte. Ja, aber es gibt ja auch die Kanäle, die von der Reise zurückkommen, ein neues Projekt machen und dann that's it. Bei uns ist es halt viel ausprobieren. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr mit uns diese wilde, verrückte Reise called life irgendwie begleitet. Und deswegen auch noch eine Frage. Auf was freuen wir uns ganz persönlich am meisten im Jahr 2026? Oh, das ist vieles. Also ich freue mich total auf das Jahr 2026, weil wir hatten jetzt immer dieses Projekt im Kopf. Das fing schon vor 1,5 Jahren fast an, dass wir das irgendwann machen wollten. Ich finde es total abgefahren, dass das jetzt schon fast fertig ist und wir Anfang des Jahres damit los können. Darauf freue ich mich extrem, weil wir, ja wie gesagt, das schon so lange im Kopf hatten. Ich freue mich extrem auf die Projekte auf den Messen. Da haben wir ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt in diesem Jahr, mit denen wir, glaube ich, noch ein paar Sachen zusammen machen werden. Ja, ein paar Leute auch von euch dann quasi unterwegs oder auf den Messen zu treffen, sich auszutauschen, ja, keine Ahnung, Inspirationen, Erfahrungen zu teilen, Ja, genau, auf diese beiden Sachen freue ich mich extrem und ich freue mich darauf, nicht zu wissen, was kommt. Also darauf freust du dich immer. Ja, ich weiß. Und ich muss dann einen Plan machen. Naja, unser Plan ist ja auch meistens nicht so groß, sondern wir hoffen, dass wir irgendwo am Abend ankommen. Das ist dann oft unser Plan. Ein bisschen planen wir natürlich schon, aber vielleicht nicht dieses nicht zu wissen, was kommt, sondern vielleicht freue ich mich so auf das, was sich ergibt aus dem, was wir machen. So, also wie sich jetzt in diesem Jahr einige Projekte mit den Messen ergeben haben, die jetzt auch noch kommen. Vielleicht entsteht daraus wieder was Neues und darauf freue ich mich, was da so kommt. Dass es mit dem ein bisschen weitergeht, mit YouTube, mit was wir uns so aufgebaut haben. Darauf freue ich mich, das weiterzumachen. Also, ich kann mich auf jeden Fall dem anschließen, was du sagst. Ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten längeren Trip mit unserem Dachzelt und bin sehr gespannt, wie sich das so für uns entwickeln wird, ob wir nach dieser Reise dann immer noch so begeistert sind, mit dem Dachzelt unterwegs zu sein oder ob wir dann wieder auf den Camper switchen.
Also wir werden auf jeden Fall zwischendurch mal wieder auf den Camper switchen, aber dann halt wieder komplett. Deswegen, ja, Groot bleibt einfach in der Familie. Er wird unser Hauptwohnsitz bleiben. Ja. Und ja, wir wollen wieder reisen, wir wollen wieder unterwegs sein. Es hat sich doch noch jemand hierher verirrt. Ja, irgendwie schon. Langsam wird's kalt. Langsam wird es kalt und ungemütlich. Irgendwie hat auch die Lichterkette Ja, ihren warmen Charme nicht so richtig naja. versprüht. Ein bisschen weihnachtlich ist es. Ja, sehr schön. Hast du sehr authentisch vorbereitet. Diese Mütze, ey. Ist mir gar nicht mehr so aufgefallen, dass ich die ganze Zeit auf habe. Naja, damit müsst ihr jetzt leben. Ja, also, ja, uns wird's kalt, wir packen zusammen. Nochmal an dieser Stelle, ich meine, wir können es nicht oft genug sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen. Deswegen liked das Video fleißig, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls euch jetzt noch Fragen eingefallen sind, Ja. die wir hier jetzt nicht dabei hatten, die wir vielleicht auch vergessen haben mit aufzunehmen, weil wir sie übersehen haben oder so, dann haut's mal in die Kommentare. Wir schreiben dann natürlich alle Antworten dazu. Ja, Support-Herz. Eine Sache können wir noch mal erwähnen. Es gibt tatsächlich noch Kalender von uns, von unserer Patagonia Edition, von unserem A3-Wandkalender. ja, Schaut da gerne mal rein. Wunderschöner Kalender geworden. Es gibt noch welche. Der Shop ist auch unten in den, Shownotes verlinkt. nicht Shownotes. Shownotes, Shownotes das ist im ist- Podcast. Mittlerweile kommen wir da echt durcheinander. Ja, Beschreibungstext heißt Ja. es hier. Infobox. Genau, Ne? oder wir blenden auch nochmal diesen QR-Code ein, abscannen, in den Shop gehen, nochmal schnell einen Kalender. Muss ja nicht unbedingt zu Weihnachten sein, sondern das neue Jahr kommt ja so oder so. Das neue Jahr einläuten, Genau. voller Abenteuer. Ja, schaut da mal rein, der ist wirklich richtig schön. Ja, wir würden uns sehr freuen. Und ja, Emoji der Woche ist ein Fragezeichen, Ein Weihnachtsmann ein Weihnachtsmann, eine Weihnachtsmütze. und eine Ich glaub, Weihnachtsfrau. ja, es gibt, glaube glaub ich auch. ja, irgendwas Weihnachtliches. Genau, ihr könnt es eigentlich so weihnachtlich rein, haut mal alles Weihnachtliches rein, was das Emoji-Herz begehrt. Einfach mal die Kommentare voll kleistern. Ja, wir machen jetzt ein Päuschen übers neue Jahr und dann sehen wir uns hoffentlich putzmunter wieder Im neuen Jahr. im neuen Jahr. Also unbedingt abonnieren, damit ihr auch mitkriegt, wann es wieder losgeht. Wann das erste Video im neuen Jahr rauskommt. Und was es da so von uns zu sehen gibt. Es bleibt spannend, liebe Leute. Ja, und jetzt, du hast es glaube ich schon gesagt, nochmal danke für dieses Jahr, dass ihr alle dabei geblieben seid. Es hat uns wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit Family and Friends. Schönes neues Jahr auch noch, ne? Davor kommen wir auch nicht wieder. Ja, Also auch ein schönes neues Jahr. Kommt gut rein. bis nächstes Jahr. Das war's, oder? Ja, jetzt können wir wirklich. Danke. Ende.